Hallo Leute, in meinem letzten Video habe ich über meine Steinzeit-Wanderausrüstung im Allgemeinen gesprochen und habe die so ein bisschen vorgestellt. Heute in diesem Video geht es mal ausschließlich nur um die Kleidung. Ja? Die ganze Lederkleidung, die ich hier jetzt ausgebreitet habe, wollte ich einfach mal ein bisschen vorstellen, damit ihr ein bisschen mehr einen Einblick habt, worum es sich hier handelt. Fange ich mal bei den Mokassins an. Das sind sogenannte Side-Seam-Mokassins, also seitlich zusammengenähte Mokassins. Die nennt man auch einen Einteiler, weil das ist ein Stück Leder, mehr oder weniger wie das jetzt hier, ja, was gefaltet wird. Dann gibt es hier einen Schnitt, die Seite wird zusammengenäht, dann wird der Haken noch zusammengenäht, dann kommt noch die Zunge vorne ran, die Schnürsenkel dran und schon ist der Mokassin fertig, wenn man keine extra Sohle annäht. Und in meinem Fall ist es jetzt so, das ist jetzt allerdings sämisch gegerbtes Leder und das ist jetzt hier hirngegerbtes Leder und mit dem besonderen Zusatz, dass auch noch, das ist aus Bisonfell, wo das Fell noch dran ist. Also dadurch ist es halt sehr kuschelig warm, sehr angenehm zu laufen da drin. Ja, und halt vor allen Dingen, wenn man jetzt ja, nachts dann eingerollt in der Bisonrobe draußen schläft, dann hat man hier damit nochmal zusätzlich mehr Wärme. Ja, zusammengenäht ist das Ganze hier mit der Hirschsehne, also Tiersehne. Und ja, die sind relativ schnell gefertigt, aber solange sie keine Sohle haben, gehen sie auch ziemlich schnell kaputt. Deswegen hatten die Natives sehr oft mehr als ein Paar dabei. Also eins hatten sie an und ein zweites als Ersatz hatten sie dabei oder sogar mehrere Paare, weil die sehr relativ schnell durchgelatscht waren. Ja, man sieht auch bei mir jetzt hier schon, ja, das ist schon ganz schön angegriffen, das Leder. Aber man kann dort dann noch eine Sohle drunter nähen. Die ist jetzt nicht so schön hier, aber das Stück ist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Man hat also Bison-Rohhaut genommen und hat diese dann gehämmert, so dass die Faser gebrochen wurde, auffasert und sehr flexibel wird. Und dann hat man die Ränder ein Stück weit, konnte man die dann quasi nach oben biegen, ja, so. Und dann wurde der Mokassin darauf genäht und somit haben die Mokassins natürlich wesentlich länger gehalten. Ja, das muss ich hier noch machen. Bei denen hatte ich das auch noch nicht gemacht. Auch da wäre es natürlich sinnvoll, das noch zu tun. Also das sind die Mokassins und ich werde wahrscheinlich noch mal in irgendeinem Video später mal darauf eingehen, wie ich so welche nähe, damit ihr auch zu Hause quasi als Anleitung euch das mal selber herstellen könnt. Dann haben wir natürlich ein Lendentuch. Das ist jetzt hier ein relativ kurzes, schmales Stück Leder, ja, so ein Lederstreifen und der wird einfach zwischen den Beinen durchgezogen und wird dann hier mit einem Ledergurt quasi als Gürtel um die Hüfte befestigt und das ist eigentlich schon alles. Und dann kommen wir hier zu meinen Beinlingen. Zwei Beinlinge, eben Leggings, so gemacht wie für die Männer auf der nördlichen Plains. Ich habe jetzt extra darauf geachtet, dass ich jetzt hier keine Fransen und keine Verzierung oder irgendwas dran mache. Außer hier unten sind so ein bisschen Fransen dran, aber das ist kaum was. Ja. Damit eben ich nicht so auffalle und damit auch ja, ich halt nicht irgendein Muster hier drauf habe, wo mich dann irgendwer darauf anspricht, dass es, ja, dass es irgendwie Regalia von Native American sei. Und somit ist das im Prinzip ja, universal steinzeittauglich. Zusammengenäht ist die Leggings, also das Beinling-Stück hier mit dem Leiterstich. Das ist so eine Art Zickzack oder Schlangenlinie. Die persönlich finde ich sehr, sehr schick, muss ich sagen. Sieht man jetzt hier nicht so gut. Und im Prinzip ist es so, ja, das hier sind mehr oder weniger die Hinterbeine von dem Tier. Hier wäre im Prinzip dann das Schwänzchen. Hier sind die Arschbacken quasi. Und dann wäre hier unten, hier wäre der Nacken von dem Tier. Ja? Und die sind relativ simple Ausführungen hier. Und man kann tatsächlich, diese Bänder, die sind relativ lang noch, die kann man einfach unter den Gürtel durchfädeln, oben drüber falten und so kann man die eben tragen. Da muss man keinen Knoten machen oder irgendwas. Was man noch machen kann, man kann auch unter den Knien hier Kniebänder anbringen, damit die Leggings noch stabiler sind und nicht so rutschen. Ja, aber ist nicht unbedingt erforderlich. Dann, des Weiteren, habe ich nochmal zwei Gürtel dabei, zu dem ersten hier. Und der Grund dafür ist, dass ich eben drei habe, ist, der hier ist für das Lendentuch,
Der zweite hier ist zum Zusammenfassen des Hemdes am Bauch, damit das eben nochmal ein bisschen mehr wärmt quasi, weil das ist nur ein Poncho. Und der dritte Gurt hier ist dafür da, die Bisonrobe, wenn man sie als Mantel quasi trägt, zusammenzuhalten. Ja, somit hat man 3 Gurte. Dann kommen wir jetzt hier mal zu dem Hemd. Das besteht aus 3 Häuten. Ja? Und im Prinzip muss man sich das so vorstellen, das ist eigentlich eine Art Poncho. Ja, ihr könnt euch das hier so vorstellen. So. Ja. Also, wie gesagt, eine Art Poncho. Hier hinten sind die Hinterbeine, hier wäre das Schwänzchen und das hier ist der Nacken. Und der Nacken, der ist wieder eine Art Latz quasi. Der ist noch nicht fertig, den kann man noch verzieren, wenn man möchte. Da habe ich aber noch nicht, mir noch nichts ausgedacht, wie ich das zurechtschneide. Und dann wurden die Reste von der dritten Haut quasi, wurden hier als Ärmel im Prinzip angenäht, ja, so angesetzt, auch alles wieder mit Tiersehne zusammengenäht. Und die Ärmel sind hier nochmal ein Stück weit zusammengefasst. Das kann ich nochmal eigentlich ein bisschen weiter zusammennähen, wenn ich das möchte. Auch hier vorne, das könnte ich nochmal abschneiden und es ordentlicher machen. Aber hier sind noch die Schlaufen dran, mit der quasi die Haut damals im Rahmen eingespannt war zum Gerben. Ja, relativ simpel. Und wenn man dieses Hemd ist ja seitlich offen, aber wenn man das quasi hier mit dem Gürtel zusammenfasst auf dem Bauch, dann ist es eben auch wärmer und enger am Körper anliegend. Ja? Diese Hemden, da gibt es immer noch die Diskussion, ob sowas überhaupt im Alltag benutzt worden ist oder ob es sich bei solchen Hemden ausschließlich um sogenannte Bar-Shirts, also Kriegshemden für Führungskräfte sozusagen, also Häuptlinge im Kampf quasi handelt. Aus meiner Sicht ist es aber so, dass das definitiv weit auf den nördlichen Plains und in Kanada definitiv auch als Alltagshemd getragen worden ist. Ja? Weil wir haben mehrere Gemälde davon. Das Problem ist, dass viele von diesen sogenannten Bar-Shirts verziert sind und deswegen sagt man halt, dass es da eher um eine Regalia sich handelt und nicht um einen Alltagsgegenstand. Aber wir haben auch einzelne Museumsstücke, die eben komplett unverziert sind, wo ich sagen würde, handelt sich das eher aus meiner Sicht um einen Alltagsgegenstand. Von daher zählt das auf jeden Fall auch zu meiner Ausrüstung, auch wenn es da so ist, dass die Beschreibung für die nördliche oder auch die gesamte Plains im Prinzip sagen, dass das wichtigste Kleidungsstück des indigenen Mannes oder auch Frau war die Bisonrobe. Ja, jeder Mensch quasi dort, jeder indigene Mensch hatte immer als Hauptkleidungsstück die Bisonrobe und zwar noch vor dem Lendentuch. Ja, die Bisonrobe ist im Prinzip das wichtigste Kleidungsstück gewesen und am Anfang würde man sagen, ja, das ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, weil tatsächlich ist das Fell noch komplett so abgezogen und geschnitten, wie es halt vom Tier kam. Hier sind noch die Beine noch komplett dran, bis auf die Hufe. Die Hufe würden jetzt hier sein, die sind aber abgeschnitten. Ja, also da ist noch alles dran. Hier ist der Kopf noch dran, alles. Der Schwanz, ja, sogar noch die ganzen Löcher hier, mit denen die Robe quasi am Boden angeflockt war zum Gerben und zum Entfleischen und so weiter. Und auf den ersten Blick würde man sagen, oh, das ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, aber tatsächlich ist es so, diese Löcher hier sind super genial, weil man kann im Prinzip hier so ein kleines Ästchen mit einem Lederband nehmen, kann das auf der einen Seite hier ranknoten, ja, so ranknoten, und auf der anderen Seite von der Robe hat man ja auch wieder die Löcher und dann kann man das benutzen, um die Robe auf der Brust quasi mit einer Art Knopf hier zu verschließen. Das ist total praktisch. Natürlich haben sie auch oft einfach ein Lederband genommen, kann man auch machen, aber dieses Stückchen Holz als eine Art Knopf hier durch das Loch, das ist nochmal einfacher zu handeln, würde ich mal sagen. Ich habe bei mir ja auch ein paar mehr Lederbänder noch zusätzlich rangenäht. Das ist nochmal so ein Experiment, also das nenne ich ja auch wieder experimentelle Archäologie. Wir haben ein paar gesammelte Roben, die tatsächlich an den Stellen so Art Fransen haben, die sich daran befinden, womit man jetzt in der Theorie diese Robe auch zusammenfalten und zusammenknüpfen könnte. In der Theorie sage ich aber auch ganz speziell, weil dafür gibt es quasi keine Beweise. Ja? Meistens war es so, da man relativ schnell sich gegen Feinde oder irgendwas wehren musste, war die Robe oft noch nicht mal mit einem Gürtel oder sowas
befestigt, sondern die war meistens nur, wie gesagt, höchstens mit einem Lederband hier vorne so zusammengeknüpft. Und man konnte dadurch sozusagen ganz schnell die Bisonrobe runternehmen und war dann quasi mit nacktem Oberkörper zum Kampf besser gewappnet oder für die Jagd vorbereitet. Von daher sind solche Sachen wie diese Lederbänder hier dran, die man eben sehr gut verwenden kann, um die Bisonrobe sehr schön zu schließen, als Schlafsack quasi. Sind erstmal optional. Ich denke aber, das macht Sinn und deswegen werde ich das auf jeden Fall so auch ausprobieren. Ja, ich packe das vielleicht mal ein Stück weit aus, dann seht ihr das. Das Fell ist super schön gleichmäßig, das ist ein Novemberfell und ich habe das selber gegerbt. Das ist tatsächlich eine Sache, da werde ich auch mal irgendwann im Video ein bisschen näher drauf eingehen, so ganz grob mal sagen, wie ich das gemacht habe, dass ihr eine Vorstellung davon habt. Ich werde jetzt keine 1:1 Anleitung geben, aber ich werde zumindest sagen und euch ein paar Videoaufnahmen und Fotos zeigen von dem Prozess, den ich da gemacht habe. All das hier ist quasi eine Robe, wo kein Schnitt oder irgendwas hier drin ist. All das ist mehr oder weniger genau so gemacht worden, wie es eben auch auf der nördlichen Plains damals gang und gäbe war. Und diese Roben hier, die gehörten zu den wertvollsten Gegenständen, die man dort eben haben kann, weil diese Robe hier, die hat eigentlich im Prinzip das komplette Überleben gesichert. Ja? Wie gesagt, man hat sich manchmal ausschließlich nur in eine Robe gekleidet, noch nicht mal mit einem Lendentuch, keine Leggings, noch nicht mal Mokassins. Die Robe war immer das Allerwichtigste. Natürlich muss man auch sagen, dass Mokassins auch super wichtig waren, vor allen Dingen, wenn eine Rohhautsohle drunter genäht war, einfach weil man wollte nicht unbedingt in die ganzen spitzen Kakteen reintreten und deswegen ist halt in manchen Regionen ist eigentlich unmöglich, barfuß zu laufen oder ja, fast unmöglich, also das habe ich selber ausprobiert, würde ich nicht unbedingt empfehlen auf manchen Abschnitten der Plains. Von daher, Mokassins waren wichtig und die Robe und gegen Schlangen und so weiter sind natürlich auch Leggings vielleicht nicht verkehrt, auch gegen so stachelige Gräser und sowas. Ja? Von daher würde ich auf eine Leggings auf gar keinen Fall verzichten wollen. Außerdem war es so, vielleicht noch so eine kleine Anekdote am Rande, angeblich waren die Fransen, die seitlich an der Leggings dran waren, oder auch an dem Hemd und so weiter, die sollten quasi so hin und her sich bewegen und sollten Schlangen, die irgendwo im Gras waren, schon früher warnen, sodass die sich dann eher zurückziehen konnten und sich nicht so sehr erschrecken. Ob das nun stimmt, ob das nur ein Gerücht ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich nur mal irgendwo gehört. Ja, also wie gesagt, diese Robe hier, ist das allerwichtigste Ausrüstungsgegenstand und Stück. Und ich muss sagen, ich finde es tatsächlich schade, dass wir heutzutage, also selbst im Bushcraft und selbst die Leute, die sich mit Indianistik beschäftigen, sich nicht unbedingt so intensiv, wie es eigentlich sein müsste, mit Bisonroben beschäftigen, weil eigentlich, ich meine, diese Kulturen auf den Great Plains waren nun mal Bisonjäger und das auch tatsächlich die dort gelebt haben, haben zum Teil Ackerbau betrieben, aber halt auch immer die Bisonjagd. Und diese Völker waren davon absolut abhängig und die haben daraus im Prinzip alles hergestellt, was man sich vorstellen kann. Wie gesagt, auch die Mokassins und alles, weil es natürlich super praktisch ist. Das Material ist eigentlich hervorragend für alles, was man so im Alltag braucht. Ja, und ich würde mir eigentlich wünschen, dass viel mehr Leute den Wert einer Bisonrobe erkennen würden. Denn ich habe ein Video gemacht über Bisonroben im Vergleich. Bisonrobe ist nicht gleich Bisonrobe. Da gibt es riesengroße Unterschiede und das ist auch der Grund, warum heutzutage die Indianistik-Szene, sage ich mal, also die Leute, die sich mit Indianistik beschäftigen, mit der Geschichte der nordamerikanischen Ureinwohner, dass die den Wert der Bisonrobe gar nicht so richtig erkennen und auch nicht würdigen, weil sie sagen, naja, dieser Aufwand, eine selber zu gerben, ist wirklich, wirklich hoch, das muss man wirklich sagen. Das ist tatsächlich eine komplizierte Angelegenheit und deswegen kaufen viele Leute eine Robe fertig irgendwo gegerbt, kommerziell gegerbt, ja, nicht jetzt gerbt. Und das hat zur Folge, dass durch die Salze, die da drin sind, das Leder schneller kaputt geht. Das ist jedenfalls meine Theorie dazu. Und dass sich auch durch zum Beispiel Alaungerbung und sowas bei Feuchtigkeit das Leder eher zersetzt. Auch wenn Bisonhaut an sich sowieso kein so tolles Material ist. Also das ist von der Struktur her, ist da sowas wie Hirschleder und so definitiv wesentlich besser, das ist ganz klar. Aber
Ja, das Problem ist einfach, dass die Leute dann quasi sich eine Robe umschmeißen, die sie sich gekauft haben, kommerziell gehabt, und dann feststellen, das ist aber schwer, das ist ja super unbequem. Naja, klar, wenn die Haut quasi nicht ausgedünnt ist, nicht runtergescrapt ist, so ausgedünnt, dass sie halt schön leicht ist und dann zum Beispiel hirnbegerbt ist, dann wiegt eine Bisonrobe und dann sind die meistens auch viel zu groß, weil man natürlich immer man möchte immer protzen, man möchte irgendwas Tolles den Leuten immer zeigen, aber dann wiegt eine Bisonrobe auch mal locker 8 oder auch locker über 8 Kilo. Und das kann man natürlich dann nicht so wie eine Decke tragen. Wohingegen die historischen Roben, die Natives getragen haben, irgendwo zwischen 2,5, also kleine Roben, 2,5 Kilo und maximal 4,5 Kilo waren. Ja? Und dann komplett hier mit Nüstern, mit Kopf dran, mit Beinen dran, mit allem drum und dran. Ja? Und trotzdem so leicht. Und wenn man das alles noch abschneiden würde, ja, Afterklauen wegschneiden und so weiter, den Kopf wegschneiden und das eben wie eine Decke mehr quadratisch quasi zuschneidet und ja, und das Leder eben richtig schön von einem ganz jungen Tier ganz, ganz dünn ist, denn die haben auch junge Tiere verwendet und nicht die alten, weil das sich einfacher zu gerben macht. Ja, dann hast du eben eine relativ leichte Robe, die man im Prinzip mit einer Decke vergleichen kann. Nur, dass es natürlich ich würde jedenfalls sagen, viel, viel wärmer ist und viel angenehmer eigentlich. Nur, es ist natürlich eine Gewöhnungssache. Ja? Also die Art und Weise, wie eine Robe getragen wurde, war im Prinzip, ja, wie soll ich das sagen? Also da konnte man sehr viel daraus ablesen im Prinzip. Und es war im Prinzip eine Art, ich will nicht sagen Statussymbol, aber so eine Art Statement hat man damit abgegeben, wie man eine Bisonrobe getragen hat. Und das ist eine Sache, die man eigentlich auch wieder erlernen müsste, wenn man sich damit beschäftigt. Und von daher darf man nicht gleich aufgeben, wenn man so eine Bisonrobe versucht zu tragen und dann feststellt, das ist aber unbequem, irgendwie passt das jetzt hier nicht so richtig da. Ne? Aber man muss wirklich sagen, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, stellt man halt fest, dass Bisonroben tatsächlich sich perfekt dafür eignen, dass man sich daraus einen Mantel macht, einen Schlafsack macht oder was auch immer, bis hin zu einer Art Regenschutz, denn die Robe hier, die wurde andersrum mit dem Fell nach außen getragen, wenn es geregnet hat. Und dann konnte man danach sich wieder das Fell ausklopfen, ausschütteln, ja, und dann war eben das Leder nicht nass geworden oder nicht so sehr nass geworden, sodass man es auch wieder weich rubbeln konnte. So, ja, also diese Robe hier, ihr hört es auch, ja, die ist nicht butterweich, aber sie ist auf jeden Fall absolut weich genug für manche Zwecke hier. Und wie gesagt, diese Robe jetzt hier wiegt irgendwie was bei 4,4 Kilo oder so in dem Dreh. Also das ist wirklich, da bin ich echt begeistert. Ja, im Prinzip war es das zu der Kleidung erstmal. Was jetzt hier noch fehlt, ist meine Mütze, Turban, Kapuze. Das ist eine Sache, die habe ich leider noch nicht fertiggestellt. Da warte ich noch auf ein Fell von einem Dachs, ja, einem kanadischen Dachs. Da kriege ich noch das Fell und werde das daraus herstellen. Und das läuft dann im Prinzip so ab. Das Fell wird auch so ähnlich wie auch bei den ganzen anderen Dingen, die ihr hier gesehen habt. Ne? Das sozusagen, die Bisonrobe ist ja auch im ganzen Stück abgezogen, da ist nichts weggeschnitten, da sind keine Schnitte drin oder irgendwas. Also richtig ordentlich habe ich das halt abgezogen, das Tier. Auch das wird dann bei dem Dachs so sein, dass das Fell im Ganzen aufbewahrt oder benutzt wird und man kann es dann quasi falten, mit ein paar Lederbändern eben auf der Rückseite zusammenknüpfen auf der einen Seite und dann hat man eben eine Art Kapuze, kann es aber auch als eine Art Schlauch zusammenlegen und hat dann eine Art Turban. Man kann, wenn man das jetzt nicht gerade braucht, kann man es auch quasi als Kragen hier oder als Schal verwenden und oder zum Drauflegen hier oder zum Sammeln von irgendwelchen Gegenständen oder sowas. Also man kann das vielfältig dann einsetzen und das war im Prinzip auch das, was auf den Great Plains oft gemacht worden ist, dass halt viele von den Dingen, also eigentlich alles, was man dabei hatte, hatte immer eine Multifunktion. Also wie ich das hier schon sagte, die Mokassins kann man, wenn man das Paar, was man jetzt nicht braucht, das wird eben vollgestopft mit Materialien, von Lebensmitteln bis hin zu Zundermaterial. Dann werden die Schnürsenkel hier oben zugemacht, so, dann ist es schön geschlossen und das wird dann eben am Gürtel zum Beispiel befestigt. Ja, und von daher sind alle möglichen Sachen
wie eben die Bisonrobe es ist halt ein Kleidungsstück und es ist auch gleichzeitig ein Schlafsack oder ein Wetterschutz. So ist der Turban auch quasi ein Multifunktionsstück. Und all diese Sachen, so hat man früher mal gedacht. Das war zum Beispiel auch so, dass eine Hülle für ein Gewehr, also für so ein Steinschlussgewehr, dann in den 1830ern wurde zum Beispiel verwendet, auch wenn man das Gewehr quasi da rausgenommen hat aus der Hülle, dann hat man sich das auch als langen Schlauch quasi um den Kopf gewickelt und hat dadurch eine Art Turban gehabt, damit man quasi auch die langen Haare, die sonst ja ins Gesicht fallen würden, dass die quasi aus dem Gesicht sind. Ja, und solche Sachen, man hat auch einfach Tücher später dann von den Händlern quasi eingehandelt und hat solche wie Oma-Tücher quasi über den Kopf getragen. Das hatte viele praktische Vorteile und so wurden die ganzen Dinge eben sehr vorausschauend und sehr weise quasi eingesetzt. Ich hatte noch im letzten Video ein paar Kleinigkeiten vergessen zu erzählen, die werde ich jetzt noch kurz ergänzen. Und das eine bezieht sich auf meine Nahrung. Ich hatte gesagt, ich werde Pemmikan mitnehmen, ja? Aber ich werde nicht nur Pemmikan mitnehmen, sondern auch noch Trockenfleisch vom Bison. Das muss ich noch. Ich habe das Bisonfleisch in der Tiefkühltruhe und muss das aber noch dann jetzt trocknen und dann auch noch ein bisschen mehr Pemmikan herstellen. Und ich werde auch Polenta mitnehmen, also Maismehl, was ich dann quasi einfach mit Wasser aufkochen kann. Und ich werde dann nochmal Bisonfett mitnehmen. Und das hat den Vorteil dann, das kann man quasi, wenn ich Maisgrieß quasi koche, weil es ist auch ein sehr typisches indianisches Gericht auf den Plains gewesen. Ja, das kann man dann mit dem Fleisch kombinieren, das kann man mit dem Fett kombinieren und Fett einfach gibt unglaublich viel Kalorien und ist deswegen halt super wichtig. Ja, nur das Fleisch an sich ist auch schon nicht schlecht, aber eigentlich das Fett ist eigentlich das, was nachher dann Energie gibt, Kalorien gibt. Ja, das war das eine und als Fishing Kit sozusagen habe ich auch noch eine Sache. Also ich habe noch mehrere Sachen, die ich dann noch in weiteren Videos nochmal erzählen werde, aber ich werde quasi aus so einer Muschel wie dieser hier, einer etwas dickeren Flussmuschel aus den Plains, aus South Dakota, werde ich so eine Art Blinker herstellen. Also das heißt, da kommt eine Schnur dran und auch ein Haken und die Muschel wird so umgeschnitzt quasi, also umgearbeitet, dass es quasi so, wenn hier jetzt eine Schnur dran ist, so durchs Wasser gezogen werden kann. Und so eine Art Blinker quasi wurde in einem indianischen Dorf quasi, was man ausgebuddelt hat, gefunden und datiert auf 1000 nach Christus. Also 1100 nach Christus, also vor 900 Jahren circa bis 1000 Jahre zurück. So, genau. Also nur, dass ihr das wisst. Natürlich gab es das garantiert auch schon vorher, aber das werde ich auf jeden Fall noch herstellen. Auch noch weitere Haken und auch noch mehr Fischlein quasi aus zum Beispiel Pferdehaar oder anderen Naturmaterialien. Weil meine Angelsehne, die ich jetzt habe, aus Pferdehaar gedreht, die ist ein bisschen dünn, also die ist eher für kleine Fische gedacht. Ich möchte aber noch was haben für etwas größere Fische. Genau. Ja, soweit jetzt erstmal. Da werden garantiert noch Dinge ergänzt werden. Das ist jetzt nur der Stand der Dinge jetzt. Aber ich werde ab und zu mal dann einfach ein Video machen und werde euch dann quasi ein Update geben, was sich jetzt so verändert hat. Ja, da sind wir auch schon am Ende angekommen und ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, ciao.